Fußball 2000, wir sind heute hier in den HR-Studios. Wir crashen die HR-Studios, nachdem die Eintracht 3:2 gewonnen hat gegen den VfB Stuttgart in Stuttgart. Wir suchen nach dem Salz in der Suppe. Wir gucken, was macht Omar Mamouche? Wie gut ist eigentlich die Abwehr? Wie gut sind die Leute, die reinkommen? Darüber müssen wir reden und natürlich auch, wie es jetzt weitergeht. Die Eintracht auf einem Höhenflug lässt sich nicht stoppen und wir uns auch nicht. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Fußball 2000. Wir sind wieder da. Ich freue mich, denn nach diesem 3:2, lieber Phil, gibt es viel zu besprechen. Aber ihr hört unsere wunderschönen Stimmen. Und wenn ihr die öfter hören wollt, gibt es einen Tipp, den ich euch geben kann. Abonniert unseren Kanal bei WhatsApp, Fußball 2000 Kanal. Da hat man dich häufig jetzt schon gehört. Und es passiert immer öfter, diese wohlige Stimme nach dem Spiel. Das muss ich natürlich hören, aber deine wohlige Stimme höre ich auch jetzt. Denn die Frankfurter Eintracht hat 3:2 gewonnen. Phil, du warst in Stuttgart und ich glaube, wir müssen auch festhalten, einige Leute waren nicht in Stuttgart, die sind krankheitsbedingt nicht da, auch heute nicht. Nur damit ihr Bescheid wisst, wir sind heute zu zweit und ich will erst mal von dir wissen, wie war die Stimmung nach diesem 3:2? 2 Stühle, eine Meinung heute und die Stimme ist auch immer noch ein bisschen angekratzt. Ihr hört es wahrscheinlich, das ist ja auch kein Wunder. Also nach diesem Irrsinnskick da gestern. Es ist, glaube ich, schwer, heute so ein bisschen die Gedanken auch wirklich so effizient zu sortieren, weil du so viele Geschichten erzählen kannst rund um dieses Fußballspiel. Ja, verstehe ich. Stimmung war natürlich am Ende maximale Erleichterung, gepaart mit Stolz und gepaart mit der Gewissheit, dass die Eintracht halt wirklich als Jäger Nummer 1 der beiden Top-Teams München und Leipzig in diese Länderspielpause geht. Und die Zutaten, lieber Marv, die Zutaten sind so breit gefächert, ja, dass es echt schwer ist, da zu priorisieren. Also es ist momentan so, dass vieles für die Eintracht läuft, in engen Situationen. Wir hatten das jetzt zweimal auch mit dem Videobeweis Union Berlin, gestern in Stuttgart in der Nachspielzeit. Aber diese Mentalität in Kombination mit der Qualität, die ja trotzdem da ist, die immer zu greifen ist, in jeder Phase eines jeden Spiels. Wenn das zusammenkommt und wenn jetzt auch noch die Zutat kommt, dass du diese engen 50-50-Spiele auch noch alle ziehst, Marv, ich traue es mich gar nicht zu sagen, dann ist möglicherweise Großes drin in dieser Saison. Oje, oje, oje. Ich merke schon, du Don't hast schon wieder jinx den... it. Ja, don't jinx it, auf jeden Fall. Ich merke schon, du hast den Halbmodus angefahren. Ich kann das aber absolut nachvollziehen, denn wir haben in den letzten Wochen gesagt, die Eintracht muss noch gegen einen großen Gegner gewinnen. Ja? Und man kann natürlich Stuttgart einkategorisieren, wie man will. Aber die haben gestern einen brutal guten Fußball gespielt. Die sind durchaus in einer sehr guten Situation. Und trotzdem hat die Eintracht da diese 3 Punkte geholt. Das war der große Gegner, den wir wollten. Ja, und nicht nur gestern. Die haben ja auch bei Real Madrid super gespielt. Wahnsinn. Die haben bei Juve gewonnen in der Champions League. Du hast gestern gesehen, dass diese Mannschaft trotz allem einen herausragenden Ball spielt, mit einem super Gegenpressing, mit ganz viel Tempo über die Außen, permanent torgefährlich. Und das ohne Leveling und Undav gestern wohlgemerkt. Ja. Und trotzdem ist genauso, wie du sagst, das war so das große Ziel, das über diesem Sonntag stand, auch endlich mal eins der Top-Teams der Liga zu schlagen. Und da gehört der VfB definitiv dazu. Das hat die Eintracht geschafft. Und wie gesagt, die Art und Weise mit all diesen Zutaten, die kann einen einfach nur mit einem richtig fetten Grinsen in diese Länderspielpause jetzt gehen lassen. Es ist tatsächlich so, aber wie du sagst, diese ganzen Kleinigkeiten gehören ja dazu. Ne? Die Eintracht, gehen wir mal so ein bisschen chronologisch rein, dann sehen wir, dass wir eine gute Chance durch Mamouche hatten. Das haben wir ja auch in den Highlights gesehen, könnt ihr euch übrigens auch noch mal gerne reinklicken. War schon die erste gute Chance, hat nicht dann geklappt. Aber dann war die Eintracht ja so ein bisschen zurückhaltend, um es mal freundlich zu formulieren, ja? Und hat die Stuttgarter mal zu Hause machen lassen. Und dann aber die Situation, klar, 11 Meter, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie wichtig war es dann, der viel kritisierte Trapp, ja, wo einige schon ja immer ganz gerne sagen, ach, wir gucken mal, wie das mit Sandhausch läuft und so weiter und so fort, ist jetzt zum zweiten Mal hintereinander ein absoluter Elfmeterkiller. Nicht gut geschossen, aber du musst erst mal dahin fallen. Ist so, Marv. Und vor allen Dingen, wir haben die letzten Wochen ja auch viel, auch mit euch teilweise dann diskutiert, wie die Torwartsituation bei der Eintracht ist. Und wir haben ja aber auch irgendwann gesagt, ja, Kauer Sandhausch gehört die Zukunft, aber Fakt ist, Kevin Trapp gehört nach wie vor die Gegenwart. Und zwar zu Recht. Und warum das so ist, das hast du in den letzten Wochen gesehen. Ja, einfach weil diese Präsenz, die er halt in diesen engen Spielen auch ausstrahlt, halt nochmal eine andere ist. Und weil er, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wenn wir über diese Torhüterposition reden, wir die letzten Jahre ja immer gesagt haben, vielleicht würde ihm ein bisschen mehr Konkurrenz auch gut tun, weil er so unumstritten, so unangefochten war. Ja? Und nichts gegen all die Jungs, die dahinter standen in letzter Zeit. Jensen, liebe Grüße, Edelfan und Folgencrasher von Fußball 2000. Geil, ja. Geiler Typ, aber
Du weißt, was ich meine. Also eine Ich sehe es Konkurrenzsituation, egal wo du bist, egal in welcher Branche du arbeitest, bei den Torhütern ist es natürlich genauso. Die belebt das Geschäft, die fordert und fördert dich natürlich nochmal ganz anders. Und durch diese paar Wochen, in denen Santos so performt hat, glaube ich, hat auch Kevin nochmal sein Spiel auf ein neues Level wiederheben können. Oh, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt. Denn in den letzten Jahren haben wir wirklich viel darüber nachgedacht. Und es war klar, die Hackordnung war deutlich und es gab keine Disposition. Es gab nicht so Disposition. Es war ganz klar, Kevin Trapp ist die Nummer 1. Und genau, du sagst, Jensen, Supermann und alle, die dahinter waren. Aber es war nicht so, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt muss er kribbeln. Ne? Und jetzt plötzlich muss er kribbeln. Jetzt plötzlich ist es so, weil Santos scharrt mit den Hufen. Und natürlich ist es, wie du sagst, ihm gehört die Zukunft. Aber die Gegenwart, brillant gemacht, hält uns im Spiel und dann geht's weiter. In der Zwischenzeit war es dann noch so, hätte ich eigentlich darüber nachdenken können, dass die Eintracht einen Elfmeter bekommt. Das ist eine Szene, die wurde dann gar nicht mehr großartig besprochen, aber 39. Minute, ich glaube, Mamouche wurde gefoult. Hast du das auch so gesehen, dass es hier durchaus hätte Elfmeter geben können? Es war eine krasse Dynamik in dem Spiel. In dem Moment habe ich es gar nicht so wahrgenommen, in den Zeitlupen dann schon und wieder so ein Fall, wo ich mir denke, das musst du dir halt eigentlich angucken, weil das eine Situation ist, die ist halt relativ deutlich elfmeterwürdig. Aber auch da, ich habe es ja auch nach dem Leverkusen-Spiel, wo ich vieles ja auch ein bisschen differenzierter versucht habe zu betrachten, habe immer gesagt, es ist halt so, wie es ist, liebe Freunde. Im Laufe einer Saison, manchmal im Laufe eines Spiels, gleichen sich halt enge Entscheidungen dann auch einfach aus. Ja? Und man kann jetzt nicht sagen, dass die Eintracht irgendwie nicht von der Sonne geküsst wäre in den entscheidenden Momenten in den letzten Wochen. Ja? Denkt zurück an die Spiele bei Union Berlin mit diesem Abseitstor, minimal Zentimeter. Das ist ein ganz anderes Mindset, wenn du das verlierst noch in Berlin. Gestern, ganz anderes Mindset, wenn du da noch 3-3 spielst, obwohl du nach 86 Minuten 3-0 vorne warst, gehst du auch mit einem ganz anderen Stimmungsgefühl gehst du in diese Länderspielpause. Und wie gesagt, es fällt momentan auch vieles für die Eintracht, diese knappen Entscheidungen. Deswegen will ich gar nicht zu sehr über solche Geschichten hadern, weil die Mannschaft trotz allem nochmal die Qualität und die Mentalität hat, um diese Spiele halt trotzdem jedes Mal irgendwie zu ziehen. Und gute Mannschaften, Marvin, finden halt immer Wege, um Spiele zu gewinnen. Irgendwie. Ja, und irgendwie ist es dann tatsächlich so, dass die Eintracht den Weg gefunden hat, das Tor dann zu schießen. Und zwar mit einer Situation, die uns normalerweise nicht so gut liegt, um es mal freundlich zu formulieren. Wir hatten viele Eckballsituationen in der Vergangenheit, die nicht so funktioniert haben. Und dann ist es aber so. Es ist wieder Mamouche, haut die Ecke rein, kurz vor der Halbzeitpause und Ekitike steht richtig, wuchtet diesen Ball zum 1:0 und boy, oh boy, da habe ich gedacht, so ein Spiel ein bisschen auf den Kopf gedreht. Voll. Aber das kann die Eintracht. Voll. Also die erste Hälfte ging ganz klar an den VfB, muss man sagen. Das war sensationell, nicht nur in der Elfmeterszene, sondern auch dieser Drehschuss von Mio, der Lattenkopfball von Demirovic. Du hast so oft die Luft angehalten in diesem ersten Durchgang, weil der VfB echt so stark war. Und auch das übrigens, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, Marv. Die Eintracht hat Bayern gespielt jetzt, hat Dortmund gespielt, hat Leverkusen gespielt, hat Stuttgart gespielt von den Top-Teams. Ja. Und bis auf Dortmund waren die alle am absoluten Level. Stuttgart war richtig gut. Leverkusen hat das beste Spiel der letzten Wochen gegen uns gemacht. Die Bayern waren super dominant bei uns. Also die Gegner, das ist nicht so, dass die alle schlecht spielen gegen uns oder gegen den Trainer oder was weiß ich was. Stuttgart wieder genauso. Und um auf die ruhenden Bälle zurückzukommen, das war ja auch letzte Saison ein Thema, das uns sehr verfolgt hat. Diese Saison ist ja deutlich besser. Definitiv. Gab das Eckballtor schon in Kiel. Die ruhenden Bälle generell sind wieder gefährlich. Ich glaube, es war jetzt das 4. Tor sogar. Auch Standard, ne? Braunschweig. In Braunschweig ist auch, glaube ich, ein Tor nach der Ecke gefallen. Also es ist wirklich besser geworden. So, und Omar kann halt auch ecken. Ja? Und wie Hecki da aber auch eingelaufen kommt, mit dieser Wucht, mit dieser Dynamik. Wenn ein Spieler so eingelaufen kommt, an den 5-Meter-Raum, mit diesem Tempo, und mit dieser Überzeugung, und wenn so eine Ecke auf die Art und Weise reinkommt, ist das fast nicht zu verteidigen. Brutales Tor, hat den Spielverlauf bis dahin auf den Kopf gestellt, aber man dachte so, der berühmte psychologisch wichtige Zeitpunkt, kurz vor der Pause, dass das was macht. Und es hat ja zumindest zu Beginn der zweiten Hälfte dann tatsächlich was gemacht. Es hat ganz, ganz viel gemacht. Ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie würde die Eintracht jetzt gegen den BVB spielen? Denn ganz ehrlich, wenn ich den BVB mir gerade angucke, ich würde so sehr wünschen, dass wir noch mal die Chance bekommen. Weil ich glaube, eine Eintracht von jetzt gegen den BVB von jetzt, das Ergebnis wäre ein anderes. Ja? Du bekommst ja noch mal dann zum Rückrundenauftakt zu Hause. Ja. Und ich wollte gerade sagen, vielleicht im Pokalfinale. Aber da sind sie ja auch nicht mehr dabei. Aber wir können es ja trotzdem erreichen, nachdem wir Gladbach so bravourös geschlagen haben. Aber du hast es eben schon angedeutet. Dann gehen wir in die zweite Halbzeit und dann sehen wir eine entfesselte Eintracht. 30 Minuten aus dem Wahnsinn in meinen Augen. Ist aber ganz maßgeblich auch daraus resultierend, dass mit Ansgar Knauf jemand reingekommen ist, der dieses Spiel unfassbar belebt hat. Sehr guter Punkt. Und da sind wir auch wieder beim Ingame-Coaching gerade von Dino, von diesem Gefühl, das er hat. Wann muss ich was machen?
Ebimbe hat gestern nicht so stattgefunden. Er hat versucht, sich reinzubeißen über die Körperlichkeit. Aber wie bei vielen in der ersten Hälfte war auch das Timing in den Zweikämpfen nicht so. Du hast nicht so das Gefühl gehabt, dass er jemals angekommen ist in diesem Spiel. Und dann Knauf zu bringen, diese Qualität halt auch zu bringen, vor allem dieses Tempo zu bringen, mit der Führung dann im Rücken, hat sich halt brutal ausgezahlt. Also dieser Scorer zum 2-0 von Nene Brown ist auch dieses Tor hat wieder so viele Geschichten. Weil diese Überzeugung von Ansgar, da durchzugehen, dann der Moment, in dem der Ball derzeit in diesen Tagen halt immer auch genauso abgefälscht wird, dass er irgendeinem Eintrachtspieler vor die Füße fällt. Ja. Der Weg von Nene Brown, ja, von der linken Seite, wie schon gegen Bochum, den in den Strafraum zu machen, an den 5-Meter-Raum, diese Situation zu antizipieren, zu erahnen, das Tor dann machen zu wollen. Ja. Was soll man dann sagen? Ja. Das ist dann auch schwierig für die Stuttgarter, muss man auch mal so festhalten. Ne? Und Marvin, in dieser Szene halt auch, du hast einen deutschen Juniorennationalspieler mit Knauf, der ist vorbereitet. Einen deutschen Juniorennationalspieler mit Brown, der das Ding veredelt. Du hast Namdi Collins wieder gehabt, der durchgespielt hat. Also diese ganzen Youngster, wer auch hinten raus da noch reingekommen ist. Es macht so eine Freude, ja, die Entwicklung dieser jungen Burschen zu sehen. Und Phil, ganz ehrlich, ne, das sind ja nur die Spieler, die aktuell bei der Eintracht sind. Ich will jetzt nicht so viel über Baum reden, der auch eine super Zweitligasaison macht. Auch der könnte in der nächsten Saison noch richtig relevant werden. Paxton Aronson. Funktioniert eine auch. Brutal gute Saison übrigens in den Niederlanden. Da müssen wir demnächst auch mal drauf schauen. Das ist total spannend. Also wir sehen, dass einige, auch der Spieler, die gerade keine direkte Rolle bei der Eintracht spielen, irgendwann genau da reinwachsen können. Ich glaube, mit Baum ist auf jeden Fall jemand, der ja auch für den defensiven Bereich unterwegs ist. Der wächst vielleicht in den Himmel, der Baum. Ja, so. Also, guckt ihr, liebe Leute, am 11.11. werden auch ein paar Karnevalswitze gemacht. Frankfurt so wächst der Baum auch mal in den Himmel. Ja, aber ist ja ungeahnte Möglichkeiten bei der Frankfurter Eintracht, die es aktuell gibt. Aber von Baum zu Brown müssen wir natürlich auch mal sagen, ist es unfassbar, wie kann das sein, dass dieser Junge mittlerweile sich so oft in der Offensive einschaltet? Ja, er hat natürlich gestern auch weiter vorne gespielt. Ja. Das war ja auch von der Aufstellung her mal was anderes, was Dino probiert hat, weil Theat drin bleiben sollte, musste, zu Recht. Überhaupt die Defensive, da kommen wir sicher gleich auch noch mal drauf, echt brutal stark war im Kollektiv. Aber er hat sich halt überlegt, dann ziehe ich den Dene halt eins vor, ins linke Mittelfeld. Ja? Und das fand ich, hat er auch sehr gut gemacht, ja? Weil er einfach auch mega viel Schritte nach vorne gemacht hat. Also der war mittendrin, der hat mitgespielt, hat Bälle gefordert, ist mit seinem Tempo, mit seiner sehr guten Technik, die er hat, wirklich auch eine Option auch für diese Position eins weiter vorne. Ja, wenn du halt mal sagst, du gehst beispielsweise nicht auf die Variante Götze in dem Spiel, weil du ein bisschen mehr Speed brauchst, um die Stuttgarter halt, die gerne über die Außen kommen, dann auch entsprechend da zu kontrollieren. Ja, also in der ersten Hälfte, ne, mit Blick auf Defensive, also so geht so funktioniert. Ja trotzdem war es eine gute Maßnahme und sie hat sich ja ausgezahlt einmal mehr. Ja, das ist schon krass. Also ich muss sagen, die Entwicklung von Nene Brown, das ist etwas, was habe ich so nicht kommen sehen. Wir haben ja nach dem Bochum-Spiel schon darüber geredet und ich hätte nicht gedacht, dass es in dieser Schnelligkeit vorangeht. Der hat noch viel zu lernen. Aber die Tatsache, dass er sich so viel Selbstbewusstsein gerade holt, nachdem er sein zweites Bundesligator schon geschossen hat, das ist unfassbar. Und im Endeffekt hat es auch dieser Mannschaft, ja, ich will nicht sagen Sicherheit, wir werden gleich darüber sprechen, dass vielleicht ein bisschen Sicherheit da noch gefehlt hat. Aber das ist natürlich eine Belohnung auch für all das. Und es gibt ja durchaus auch so ein paar Barrieren, die Eintracht auch hatte, auch in diesem Spiel. Tatsächlich war es ja so, die Fans waren nicht organisiert da. Es waren zwar viele Fans da, aber 2 Busse wurden, glaube ich, von der Polizei durchsucht. Und dementsprechend gab es keinen organisierten Support. Da muss man auch noch mal genau reingucken, was da Sache war. Ich glaube, da werden wir aber auf hessenschau.de bestimmt den einen oder anderen Bericht noch dazu machen. Also lest auf jeden Fall nachher mal rein. Und wenn ihr was gehört habt, schreibt es ganz gerne mal in die Kommentare, was da genau Sache war. Wir hatten nur was von der Polizei mitbekommen, dementsprechend, dass irgendwie Busse untersucht wurden. Aber trotzdem, auch die Eintracht als auf dem Platz lässt sich davon nicht beeinflussen. Und stattdessen ist es noch so, dass Mamouche irgendwie denkt, naja, ist jetzt schon ganz nett mit diesem 2-0, aber da könnte schon noch mehr passieren. Es ist wirklich, also ich weiß, als dieser Freistoß gepfiffen wurde, mein erster Gedanke war, macht er. Mein erster Gedanke war, macht er jetzt nicht wieder? Aber der hat sich sofort diesen Ball geschnappt, hat sich den hingelegt und ich dachte, okay, das ist jetzt ein paar Meter weiter hinten als gegen Bochum, den muss er ein bisschen anders treffen. Ja. Aber ich dachte, wie der sich den Ball geschnappt hat, den hingelegt hat, ganz ehrlich, das war wie einst Ante Rebic, der im Spiel bei Chelsea dann die Arme hochreißt, weil Jovic aufs Tor zuläuft am 16-Meter-Raum. Ich habe da gesessen und dachte, komm, Junge, es ist so klar, was passiert. Ja? Und das war wirklich wieder ein unhaltbar geschossener Freistoß. Da kannst du nichts machen. Der ist wieder perfekt geschossen. Fällt diesmal ein bisschen tiefer, weil eben die Distanz ein bisschen weiter weg ist. Aber Marv, es ist ein Wahnsinn. Und seit Beginn der Wetteraufzeichnung, hätte ich fast gesagt, hat es ja keinen gegeben, der im Fußball, der 3 direkte Freistöße aufeinanderfolgend verwandelt hat. Das wusste ich gar nicht. Es ist wirklich...
dieser ägyptische König, es ist wirklich, wir müssen ihm eine Krone verpassen. Ich hab da wirklich keine Worte mehr für. Ich glaube, er selbst inzwischen auch nicht mehr. Ja. Aber das war ein solches Sahnetor wieder. Es ist wirklich brutal. Und freut mich besonders, weil diese erste Aktion nach 4 Minuten, du hast es angesprochen, nach dem geilen Ball von Tuta, wo er da allein aufs Tor zuläuft, wo ich eigentlich auch schon dachte, den muss er machen. Ja. Was war da eigentlich los, Oma? Den hätte ja meine Oma gemacht. Ja, muss er auch mal in die Kommentare schreiben, was da denn los ist. Aber ey, und dann dieses Tor in dem Moment, es gab noch ein paar andere Situationen, wie Hecki ausgewechselt wird, ne, mit der Gestik, die er dann macht, Richtung Stuttgarter, Richtung Frankfurter Kurve. Wie Knauf dieses Ding wegverteidigt von Chabot, das eigentlich schon ein sicheres Tor ist und wie die sich gegenseitig abfeiern. Also, wie gesagt, es sind 3 Millionen Zutaten wieder gestern gewesen. Du merkst, ich springe selbst hin und her, weil mir so viele Bilder noch aufploppen. Aber ich meine, das ist doch total schön, weil ich glaube, für uns als Eintracht-Fans ist es sind ja merkwürdige Zeiten generell gerade, aber ich glaube, für uns als Eintracht-Fans ist das so die Ruhequelle. Es hört sich völlig absurd an, aber es ist natürlich so, dass die Eintracht in den letzten Jahrzehnten ja auch viele Situationen hatte, die nicht so gut liefen. Und jetzt schweben wir wieder. Und du denkst immer, na gucken wir mal an, wie diese Saison so wird. Und es läuft trotzdem wieder. Das ist natürlich schon massiv respektabel. Bitte? Aber Ruhequelle, Marvin, die hatten wir dann irgendwann nicht mehr in der Schlussphase dieser Partie. Um jetzt mal auch den Bogen zu spannen auf das, was uns alle, glaube ich, noch mehr mitgenommen hat, als diese ersten 60 Minuten mit diesen 3 geilen Toren. Auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich so, dann merkst du natürlich die Stuttgarter, wie sie gerade schon wieder kommen. Weil, muss man auch sagen, sie haben wirklich noch viel probiert. Es war nicht so, dass sie dann gesagt haben, komm, das lassen wir jetzt, das ist egal. Die Stuttgarter wissen, dass immer was möglich ist. Ja. Das ist geil. Ich habe einen riesen Respekt auch vor Hoeneß als Trainer. Der hat die Mannschaft so gut instruiert und hat denen so diesen Push gegeben, dass die immer gedacht haben, da ist noch was möglich. Und dann fällt das 3-1 und dann denke ich, oh shit. Ja, ich war bei dem 3-1 war ich noch relativ ruhig. Du bist ja auch sehr optimistisch. Ich sitze schon wieder schwitzend zu Hause und denke mir, meine Güte, ich kenne doch meine Eintracht. Ja, aber man muss schon Props auch mal raushauen an dieses Stadion, an diesen Support in diesem Stadion, auch beim Stand von 0:3 und an diese Stuttgarter Mannschaft, die bei einem 0:3 auch in der 86. Minute nicht aufhört, nach vorn zu spielen. Nee. Das ist auch wirklich, also das machen die wenigsten Mannschaften. Und klar, deswegen konntest du gedanklich irgendwie nie so einen richtigen Haken dran machen, weil ich fand auch, dass mit den Einwechslungen hinten raus eben auch ein bisschen die Spielkontrolle verloren ging. Ja, die Knauf-Einwechslung war super, aber da müssen wir dann auch über Matanovic und vor allen Dingen Chaibi sprechen. Chaibi. Was ist mit Chaibi los, mein Lieber? Weil ganz ehrlich, Phil, ich muss ja sagen, ich bin ja großer Fan von ihm. Ich finde, er ist ein geiler Typ, der hat super Anlagen. Aber wir müssen auch die Realität sehen. Und da ist es so, dass die letzten Spiele nicht gut waren. Nee, die Realität ist so, dass in dieser Form, muss man klar sagen, oder sage ich auch so klar, ohne ihm was Böses zu wollen, ist er der Mannschaft gerade keine Hilfe. Nee. Weil jedes Mal du richtig den Downfall so ein bisschen siehst, wenn er ins Spiel kommt, weil du gefühlt immer mit einem Mann weniger dann erstmal spielst. Weil, und es ist total okay, wenn du vielleicht ein bisschen mit dir selbst zu tun hast, es ist ein sehr sensibler Typ. Fares hat noch immer auch mit diesem schiefgelaufenen Afrika-Cup und mit diesen Erlebnissen, als die algerischen Fans da Alarm gemacht haben am Hotel. Kann sein, dass er sowas immer noch mit sich herumschleppt, aber er kommt null rein in diese Saison. Aber was man ihm dann konkret tatsächlich vorwerfen kann, ist halt, du musst zumindest so eine gewisse Körperlichkeit, eine Wehrhaftigkeit in so einer Situation auf den Platz bringen. Und dann kannst du nicht Hackespitze 1, 2, 3 machen. Ja. Und genau das hat er gestern gemacht. Und das funktioniert nicht, weil da holst du einen Gegner, egal wie mausetot er zu sein scheint, holst du automatisch mit solchen Aktionen wieder rein in das Spiel. Ja? Und da muss man ehrlich sagen, da muss ein bisschen was passieren, hoffentlich über die Länderspielpause. Ja. Vielleicht auch, dass man mal auf eine andere Art sich mit ihm beschäftigt, weil ich glaube, er braucht auch vom Kopf her vielleicht ein bisschen Support mal. Denn wie du sagst, es ist ein mega guter Typ, es ist so ein netter Kerl, es ist so ein hochtalentierter Fußballer, der gezeigt hat, welchen Wert er haben kann. Aber so ergibt das momentan relativ wenig Sinn. Überleg dir, wie er hier reinkam. Ne? Da haben wir gar nicht gedacht, dass das von Anfang an so gut laufen kann. Hat ja eine super erste Saison gespielt. Und ich glaube, wir wissen alle, was er kann. Aber genau dieses andere Angreifen vielleicht wäre bei ihm jetzt nochmal wichtig. Nochmal zu sehen, ihm auch mal Selbstvertrauen zu geben. Das Ding ist, was ich total gut finde, ist, dass ein Dino Topmöller ihn trotzdem immer wieder bringt. Er sagt nicht, hier, das reicht mir nicht, vorbei, sondern er bringt ihn immer wieder. Ne? Er will ihm diese Chance geben. Er kann sie aber, das gehört zur Realität dazu, gerade nicht nutzen. Jemand, der auch nicht so richtig nutzen kann, ist leider auch Matanovic, wo ich natürlich aber auch sage, seine erste Saison in der ersten Bundesliga, vielleicht müssen wir ein bisschen cool sein. Ja, und vor allem, Marvin, war das gestern auch nicht die Spielsituation, in der halt Igor Matanovic dir wirklich helfen kann. Und das ist ja momentan eigentlich ein Luxusproblem, weil Matanovic ist ja ein Stürmer, den du vorne reinstellst in die Box, wenn du zurückliegst. Ja. Aber wir liegen ja nie zurück momentan. Es gibt ja keine Spiele, in denen du zurückliegst. Gestern war natürlich seine Aufgabe dann eine andere, weil er halt mit seiner Präsenz Gegenspieler bindet.
und A, Räume schaffen sollte, ja, für die Tempogegenstöße dann, für die Räume, die sich dann ergeben, weil Stuttgart die natürlich im Powerplay auch angeboten hat. Stimmt. Oder zum anderen zumindest mal hier und da einen Foul zu ziehen und einfach diese Eigendynamik im Stuttgarter Spiel so ein bisschen zu Ruhe reinzubringen, genau. Vielleicht auch mal ein bisschen zu stoppen im Endeffekt. Genau, ja. deswegen verstehe ich schon, warum er gestern gebracht wurde. Hat das leider nur auch gar nicht geschafft, weil auch ähnlich wie in den letzten Wochen nicht angekommen ist in diesem Fußballspiel. Aber du hast richtig gesagt, Marv, das sind zwei junge Spieler, ich glaube beide 21, Fares und Igor. Das ist normal, solche Phasen sind normal und sie haben mit Dino Topmöller einen Trainer. Bestes Beispiel Ebimbe, Nene Brown. Es gibt ja genug Beispiele, der die Jungs nicht fallen lässt, sondern der sie wieder stark machen wird. Und spätestens in der Rückrunde, vielleicht sogar schon jetzt nach der Länderspielpause, werden die hoffentlich vom Mindset auch wieder anders unterwegs sein. Das glaube ich tatsächlich auch und das ist total irgendwie absurd, weil wir reden immer über auch die Ansprüche, die natürlich steigen. Ist auch klar, ne? Wenn wir uns jetzt die Tabelle angucken, sehen die Eintracht auf der 3 und sehen, okay, guck mal, was theoretisch möglich ist. Ich werde über das potenziell Mögliche gleich noch mit dir darüber sprechen, aber im Endeffekt muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, das sind so viele junge Spieler. Die Eintracht hat auf dem Platz extrem viele junge Spieler, was auch weit unter dem Bundesliga-Durchschnitt ist. Und weil das so ist, müssen wir uns auch immer mal wieder sagen, es ist ganz klar, dass Dinge nicht optimal laufen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir im Zweifel noch das 2:3 fangen. Ja. Ja, dann war das Stadion natürlich endgültig da und ich hatte riesige Angst vor dieser Nachspielzeit. Boah, aber ganz ehrlich, es hat auch gut gebrannt. Ne? Also Stuttgart hat ordentlich Stimmung gemacht. Ja. So ist es auch, also so ähnlich ist es auch bei uns im Stadion. Ich würde sagen, noch ein bisschen besser bei uns. Aber Stuttgart safe Top 3 der Liga. Ja, was die Atmosphäre da in diesem Kessel angeht, das ist schon richtig, richtig stark. Ja, ich habe es dann so ein bisschen, weil auch irgendwie trotz aller Verteidigungsmentalität, die du schon hattest, war das Momentum halt dann so krass auf der Stuttgarter Seite. Und man hat es ein bisschen kommen sehen, dass sie noch ein dickes Ding bekommen würden. Es war irgendwie klar, dass da noch einer reinfällt. Chabot war vorne, Woltemade war vorne, die ganzen großen Jungs waren vorne. Ja. Hoeneß hatte alles an stürmendem Fleisch irgendwie auf den Grill geworfen, was er auf der Bank hatte. Ja. Und jetzt wird angegriffen. Obwohl die Eintracht-Defensive auch wirklich geil verteidigt hat, auch das muss man sagen. Tuta, gutes Spiel, Koch, gutes Spiel, Theat, super, dass der wieder da ist. Collins auch wieder richtig gut drin gewesen. Und trotzdem, du kannst nicht alles wegverteidigen. Und am Ende, Marv, also wie man da die Luft anhalten musste. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es eine Abseitsposition war, eine leichte von Führig. Ja. Aber du weißt ja nie, ne, welchen Winkel du hast, wie das verzerrt. Und ganz ehrlich, das hätte so einen Unterschied gemacht. Es hätte aber auch, ganz ehrlich, es gibt Tage, da wäre das 3-3 ein 3-3 gewesen. Ja. So, und dann stehst du da. Und das ist natürlich komplett absurd. Denn es ist natürlich, wie du sagst, das war eine krasse Situation und es war klar, dass die Eintracht in solche Bedrängnis noch kommen wird, weil die Stuttgarter nie aufgesteckt haben. Und allein als Lord Voldemort da dieses Tor gemacht hat zum 2:3, wo ich mir denke, Alter, was ist denn jetzt mit dir los? Warum kommst du jetzt auch noch hier an? Hab ich schon gedacht, okay, jetzt wird's tricky. Wollte Made ein Tor machen? Ja, offenbar, ja. Das ist Wahnsinn. Und dann ist es natürlich so. Und dann wirklich, du sprichst dieses 3:3 an. Liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr euch nach diesem vermeintlichen 3:3 gefühlt habt. Für mich, ich habe Nachrichten bekommen, die dann geschrieben haben, oh Frankfurt, oha. Und ich so, nein, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Und dann der erlösende Pfiff. Aber es war eine ganz enge Situation. Es war Abseits, darüber brauchen wir nicht reden. Ja. Aber was ging dir in dem Moment durch den Kopf? Ich dachte, das sind genau die Spiele, die hättest du letzte Saison nicht gewonnen. Ja. Warum auch immer. Also man kann es Mentalität nennen, man kann über die Qualität reden, um so ein Spiel erstmal auf 3:0 zu stellen. Aber wie am Anfang schon gesagt, auch diese kleinen 50-50-Dinge, die laufen gerade alle für die Eintracht. Und natürlich wird es auch mal wieder Phasen geben, wo das nicht so ist. Aber momentan auch das aufnehmen, mitnehmen, das auch ein Stück weit genießen, weil gerade mit dem VAR gab es in dieser Saison auch schon andere Situationen. Ja, gestern habe ich gesagt, Gott segne diesen beschissenen VAR einmal, wie bei Union Berlin auch. Also wirklich, wenn diese Zentimeterentscheidungen gerade alle für dich fallen, ich sage es nochmal, es kommen gerade alle Zutaten zusammen, dass wir am Ende der Saison oder dass sich so ein Gefühl entwickelt, dass du sagst, ne, mit Leistungsträgern, die wieder performen, mit einem Knipser, den du vorne drin hast, mit jungen Spielern, die den nächsten Schritt gehen und mit dem Gefühl, dass du gerade unbesiegbar bist. Warum auch immer, ja, weil diese Zutaten alle zusammenkommen. Ja. Also das Triple ist mal das, nein, Spaß ist mal das Mindeste. Aber überleg dir mal, du hast das Triple angesprochen, aber es geht hier um 3 Wettbewerbe, in denen sich die Eintracht befindet. Und in dieser Brillanz gerade unterwegs zu sein. Jetzt muss ich sagen, das ist ja nicht alles Spiele, ist total rosig. Mal bleibt es bei einem 1:0, wie wir unter der Woche in der Europa League gesehen haben, aber scheiß drauf. Wie geil ist das, dass die Eintracht es immer wieder schafft, die unterschiedlichen
die unterschiedlichen Dinge zu ziehen und immer Punkte zu holen. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Ja, es ist der absolute Wahnsinn und vor allen Dingen ist es eben auch so, dass am Ende des Tages wirklich diese Eigendynamik, die musst du jetzt ein Stück weit reiten, ja, die musst du noch mal genießen und ich hoffe, dass diese Länderspielpause da jetzt nicht so ein Cut reinhauen wird, sondern dass du dieses positive Mindset mitnimmst. Es sind viele unterwegs. Omar Mamouche zum Beispiel, der spielt, glaube ich, auf den Kapverden auf dem Kunstrasenplatz. Da habe ich jetzt schon Angst, wenn ich an diese 90 Minuten denke, wenn irgend so ein Kapverden-Verteidiger sagt, Freund, du bist zwar der heißeste Scheiß Europas, aber an mir kommst du heute nicht vorbei. Oh, shit, Da denke ich mir so, um Gottes Willen, auf Kunstrasen irgendwie da Afrika-WM-Quali, du lieber Himmel. Also ich hätte zwar Bock, das Spiel mir anzugucken, ja, aber ganz ehrlich, Oma tut mir ein bisschen leid, aber was ich noch sagen muss, wenn wir uns die Stuttgarter mal angucken, wenn wir uns da mal reinversetzen, ist es für die ein Killer jetzt, dass sie das 3-3 nicht bekommen haben? Ja, schon. Zumal sie auch unter der Woche ziemlich hergespielt wurden von Bergamo und die stecken jetzt erstmal im Tabellenmittelfeld fest. Auch deswegen war das aber für die Eintracht so ein Spiel mit so einer krassen Signalwirkung. Top-Team geschlagen, gegen solche Widerstände, gegen so eine Eigendynamik wie gestern in diesem Spiel irgendwie erfolgreich angekämpft. Du hast 20 Punkte nach 10 Spielen und nochmal, du hast bis auf Leipzig alle da oben schon gespielt. Das ist ein 2-Punkte-Schnitt in der Bundesliga. Das ist brutal. Nur noch 20 Punkte bis zum Klassenerhalt, liebe Leute. Ja? Dann können wir ein bisschen relaxter sein. Weihnachten. Von mir, dann ist hier alles. Dann eskaliert hier alles. Ohne Scheiß. War das die vermeintliche Königsleistung der Eintracht jetzt in dieser Saison bislang? Es war zumindest eine, die dir wieder wahnsinnig viel Auftrieb auch mental gibt und die den Glauben an das, was du momentan bist und was du über die Saison noch zusätzlich draufpacken kannst, die halt den nochmal brutal anfüttert. Und deswegen, es war auch der optimale Zeitpunkt vor der letzten Länderspielpause des Jahres. Es ist wirklich, ich gehe mit einem so mega guten Gefühl jetzt in diese Länderspielpause und habe jetzt aber auch schon wieder richtig Bock, dass es weitergeht. Ich habe auch schon Bock, weil die Sache ist ja die, ich finde es total absurd, weil wir natürlich 2 Gegentore, fast das 3. Gegentor gefangen, aber wie sich diese Mannschaft hineinversetzt hat in eine Leistungssteigerung. Du hast Tuta angesprochen. Auch in der Community wurde Tuta total oft angesprochen, weil es wirklich einer der Spieler war. In den letzten Jahren haben wir geschaut und haben gesehen, okay, da gibt es eine Stagnation. Von der Stagnation ist aber jetzt gar nicht mehr viel zu spüren. Was ist da denn los? Ist da wirklich der nächste? Haben wir Tuta 2.0 jetzt rausgebracht? Ja, die machen sich gegenseitig besser da hinten wieder. Ja. Ne? Ein Koch spielt stabil. Die Verpflichtungen von Theat und auch Christensen sorgen dafür, dass die halt alle hinten wieder noch mal ein halbes bis ein ganzes Level draufpacken. Und Tuta steht da sinnbildlich für, weil der einfach eine so krasse Konstanz in dieser Saison an den Tag legt, wo du halt echt sagst, das ist halt wirklich, das ist Next Abwehrchef neben Robin Koch. Ja. Wie die aber überhaupt auch Theater spielt, komplett bossmäßig da die ganze Zeit durch, auch nach seinen 2 Platzverweisen jetzt. Gestern wieder so, als wäre er nie weg gewesen. Wie gesagt, hast du noch was uns erdet, damit wir hier nicht schon wieder abheben? Ja, klar. So, jetzt die Erkenntnis, dass du trotzdem, und das haben wir häufiger gesehen in dieser Saison auch schon, dass du Spiele nicht zu früh zumachen darfst, gedanklich. Es ging ja auch schon schief, wie gegen Pilsen beispielsweise. Ja, stimmt. Oh gegen Gott. Bochum hattest du die Phase drin. Nach dem 3-0 gestern hast du diese Phase, wo du eigentlich das 4. machen musst, auch noch Chancen liegen lässt, ja, wo du den Gegner immer wieder ein Stück weit reinlässt. Ja. Und das ist noch der Next Step zum ultimativen Spitzenteam. Wenn dir das nicht mehr passiert, Gott, wie wir reden inzwischen zum ultimativen Spitzenteam. Ja, es ist völlig absurd, aber das Ding, was wir reden... Aber es stimmt, nicht, oder? Ja, es ist absolut. Und wir reden ja nicht nach dem 3. Spieltag, sondern es sind jetzt schon viele Spiele gespielt. Und wir sehen natürlich auch, dass die Eintracht ein paar kleine Schwächen hat und relativ viele Gegentore, 16 Gegentore. Ist es für dich ein Problem oder sagst du, naja gut, aber guck dir mal bitte an, wie viele Tore wir schießen. Ist das dann, hält sich das dann die Waage für dich? Du musst doch, finde ich, so ein bisschen besser die Balance hinbekommen in manchen Phasen des Spiels. Da sind wir wieder bei diesem Spiele nicht zumachen, bei dem immer hellwach sein. Ja, das wird wichtig, weil hinten raus, wenn auch die körperlichen Körner in der Saison ein bisschen weniger werden, dann musst du umso wacher sein vom Kopf her. Insbesondere, wenn du noch nicht diese 1A-Option auf der Bank hast. Wir haben sehr viele Optionen und wir reden auch manchmal total gehypt über Motorhut. Da ist so vieles auch was Gutes. Aber wie gesagt, wir haben auch eben Matanovic und Taibi angesprochen, die momentan nicht das abrufen können. Und da wird es natürlich aber halt auch wichtig, ne? Weil Ekitike und Mamouche können nicht die ganze Zeit durchrollen. Und was du sagst, lass es nur eine Blessur sein bei der Qualifikation, dann ist es auch schon wieder eine Sache. Ne? Ja, definitiv. Du hast so 13, 14 Spieler, der krasse Kern momentan, ne? mit Knauf und Götze und den Jungs Dahut, die immer permanent auch reinrotieren oder mal Startelf spielen. Dahinter fällt es momentan gerade so ein bisschen ab und die Jungs musst du wieder auf Level bekommen. Das ist die Aufgabe dann für alles, was nach der Länderspielpause ansteht. Ganz harter Call. Würdest du darüber nachdenken, im Winter tatsächlich vielleicht auch noch mal in der Sturmspitze noch mal was zu machen, wenn das nicht bis zum Winter erledigt ist? Weil ich sag, es hört sich jetzt nach viel an, aber wir müssen natürlich darüber nachdenken. Die Eintracht ist jetzt auf der 3 und
ich will nicht jetzt so größenwahnsinnig tun, denn Doch, mach mal. Komm. Ja, weil die Saison ist ja jetzt schon toll. Aber wenn wir uns auf der 3 festsetzen wollen, müssen wir auch Alternativen zu Mamouche und Ekitike haben, die im Zweifel sofort scoren könnten. Und da gibt es die Leute. Kalimuendo ist tatsächlich immer noch ein Name, der mir noch einigermaßen hier rumschlawinert. Was würdest du machen? Würdest du das sagen, dass das relevant werden könnte? Ich würde an Weihnachten gucken, wie es aussieht. Also wenn du dann tatsächlich weiter da oben unter den Top 4 bist und die handfeste Chance hast, die Champions League Quali halt irgendwie auch realistisch anzugehen. Darum geht's mir, ja. Im DFB-Pokal im Idealfall noch dabei bist, weil die Leipziger sind momentan auch nichts, da kannst du auch gewinnen. Oh Leute, ey, ganz ehrlich, diese Leipziger, das muss reißen. Egal. Im Europapokal vielleicht schon Achtelfinale mehr oder weniger safe gemacht hast direkt. Dann kannst du schon drüber nachdenken, ob du noch 1, 2 dazu holst, um auf diesem Level auch den Rest der Saison performen zu können und halt handfest über Champions League Quali und 1 bis 2 Titel nachzudenken. Hier hinten, Titel, Stichwort, wir haben es extra aufgehängt. Ich sag mal so, das ist etwas über 2 Jahre her und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir im kommenden Frühjahr uns zumindest wieder über einen Titel handfeste Gedanken machen können. Oh boy, jetzt reden wir so positiv, hoffentlich bleibt so positiv. Liebe Leute, wir sind hyped, ich hoffe, ihr seid's auch. Schreibt in die Kommentare und macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Das hier, ihr Lieben, ist ein Kürbis und selbst den würden die Eintracht-Spieler, glaube ich, in diesen Tagen eiskalt ins Tor des Gegners reinschießen. Was für ein wilder Kick war das, bitteschön. Gestern in Stuttgart 5 Tore, der dramatische Ausgleich, der vermeintliche in der Nachspielzeit, eine unfassbare Stimmung, ganz viel Drama und überragende Eintracht-Tore. Ganz viel zum Angucken. Genießt es nochmal, guckt es nicht nur einmal, guckt es nicht zweimal, guckt es 97 Mal, denn es lohnt sich. Die Highlights des Eintracht-Sieges in Stuttgart kommentiert von Marv und mir. Fußball 2000 serviert euch nochmal die geilsten Bilder aus Stuttgart. Und zwar hier.